Die Reaktionen auf meinen Rücktritt haben mir gezeigt, dass die Öffentlichkeit meinen Schritt nicht nachvollziehen kann. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass ich allen die Wahrheit sagen muss. Was kommt denn jetzt? Wahrscheinlich habe ich nicht mehr lange zu leben. Clarissa ist dabei, sich ein Denkmal zu setzen. Und wir beide haben ihr den Sockel dafür aufgestellt. Wenn ich das Gestüt mit euch zusammen wieder aufbaue, dann steige ich richtig mit ein. Als gleichberechtigter Teilhaber. Eine Starthilfe von 50.000 €? Überzeug Hagen, dass er mit dem Gestüt in der Familie bleibt. Du willst mich bestechen? Nein, das verstehst du falsch. Was ist denn daran bitte schön falsch zu verstehen? Ich soll Hagens Angebot, sein Partner zu werden, ablehnen? Und ich soll auf ihn einwirken, damit sein Gestüt unter dem Dach eurer Firmengruppe bleibt? Und dafür bekomme ich zum Dank 50.000 €. Was ist daran keine Bestechung? Ach, ich hätte gehofft, du verstehst mich. Thomas, du hast doch selber Familie. Eben. Und deswegen falle ich meinem eigenen Schwiegersohn in den Rücken. Aber begreif doch, ich muss meine Familie schützen. Schützen? Das Gestüt gehört zum Familienunternehmen. Ich kann nicht zulassen, dass alles auseinanderbricht. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber ohne mich. Nachricht des Tages war Ihre Ankündigung, sich aus der Modewelt zurückzuziehen. Nun hoffe ich natürlich Näheres über die Gründe dieser doch sehr überraschenden Entscheidung. Was hat sie da an? Kann man das hier kaufen? Sie haben wohl alle Pause, was? Nein, also wir wollten uns nur das Interview von Frau von Anstetten. Wenn Sie ihr nicht in den vorzeitigen Ruhestand folgen wollen, sind Sie jetzt alle in 10 Sekunden an Ihren Arbeitsplätzen. Ja, nun, ich wäre aber... Tanja, komm doch rein. Meine Tür steht immer offen für dich. Hier, du solltest dich einlesen. Einlesen? Ja, für deinen Termin heute Nachmittag. Sudmann hat Interesse an der neuen Kollektion. Diese Nobelboutique? Die haben sich doch noch nie für uns interessiert. Clarisse Number One scheint hier einzuschlagen wie eine Bombe. Was meinst du? Ist es der Name oder vielleicht doch meine unheilbare, tragische Herzkrankheit? Das einzig Tragische an deiner Krankheit ist, dass sie nicht echt ist. Na, Spielverderberin. Du warst noch nie eine gute Verliererin. Gewöhn dich eigentlich daran. Clarissa, kümmere dich um die Anfrage, ja? Ich fühle mich heute so schwach. Ich fürchte, das wirst du selbst tun müssen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Arbeit erledige? Es war doch deine Idee, frühzeitig meinen Ruhestand zu verkünden. Ja, nun kommt damit klar. Übertreib's nicht. Ach. Ein Kollege ist also krank geworden. So verzweifelt warst du? Komm, es ist nicht so schwer. Du hattest recht, liebe Rebecca. Also hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ja, dafür bin ich ja da. Erzähl. Beim Essen war alles noch völlig in Ordnung. Sie war ganz normal, so wie immer, fast sogar ein bisschen... Distanziert? Ja, das ist die klassische kalte Schultereröffnung. Du spielst auch Schach? Ja, auf jeden Fall ist sie dann stundenlang im Bad verschwunden und als sie wieder rauskam, war sie im wahrsten Sinne des Wortes wie verwandelt. Super aufgestylt und... Hat sich ja nicht reingeschmissen. Jetzt hat bloß dir jetzt nicht gefallen. Klar. Ach was. Jessie ist super sexy, witzig, spontan. Aber halt nur eine gute Freundin. Einfach nicht mein Typ. Du, sie wird eine alleinstehende Mutter. Wenn sie jetzt noch Mitte 30 wäre, wäre sie noch viel brachialer vorgegangen. Sie sucht einen Versorger. Nenn es Urinstinkt.
Also ich als Arzt nenne es Hormonschwankungen. Schwangere können mitunter ganz schöne Lust entwickeln. Wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on. Nein! Oh Gott, Du sagst es. das Baby. Was? Das Baby, die Wehen. Wir müssen ins Krankenhaus fahren. Was denn für wen? Du hast doch geschrien, du hast doch die Wehen. Nein, ich bin ein Albtraum. Der muss ja heftig gewesen sein. Und wie? Ich habe Ricardo gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Das ist alles oder da kommt jetzt noch was? Das ist ja wohl schlimm genug. Was jetzt? Ich habe ihm meine Liebe gestanden. Olli, das ist falsch rum. Er soll sich in mich verlieben und nicht andersrum. Jessica. Ja, was? Ich will mich nie wieder verlieben. Und das eine Mal, das hat gereicht. Und jetzt will ich einfach nur einen Vater für den Kleinen. Falls du doch noch die Wehen bekommst, sag Bescheid. Du willst mich doch jetzt nicht allein lassen. Doch. Ich muss eine halbe Stunde im No Limit sein. Ja, dann komme ich mit, okay? Ärger? Du kannst nicht als Teilhaber auf dem Gestüt einsteigen, weil die Bank dir keinen Kredit gibt. Ich habe was zu essen mitgebracht. Es hebt die Laune vielleicht ein bisschen. Danke. Wie war dein Gespräch mit Ludwig? Ihr habt gestritten? Wegen Hagen? Das würde mich aber auch mal interessieren. Wenn ich mich mit meinem Chef unterhalte, dann geht dich das gar nichts an. Wenn es um meinen Mann geht, dann schon. Also, ging's um Hagen. Papa, ging's um Hagen? Es ging um finanzielle Sachen. Ehrlich? Ehrlich. Ich würde ihr so gerne den Hals umdrehen. Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Hast du gerade ihr selbstgefälliges Grinsen gesehen? Ignoriere es. Ja, zugegeben, diese erfundene Krankheit war ein geschickter Schachzug von ihr, um sich zurück ins Rampenlicht zu mogeln. Aber ist das der Weltuntergang? Ja, Sebastian, du müsstest sie mal erleben. Sie ahlt sich in ihrer Rolle als sterbender Schwan und jetzt lädt sie auch noch die Arbeit auf mich ab. Wie? Ja, es kommen nachher 2 Einkäuferinnen von Sudmann und das fällt eindeutig in ihren Aufgabenbereich. Aber sie fühlt sich angeblich zu schwach und jetzt soll ich sie übernehmen. Moment mal, Sudmann will die neue Kollektion ins Sortiment nehmen. Das ist doch großartig. Ja, das ist auch großartig, aber darum geht es gerade nicht. Ich habe keine Lust, ihre Arbeit zu tun. Tanja, bitte, das sind doch Kinderspielchen. Lass dich nicht ärgern. Das sagst du so einfach. Oder siehst doch mal strategisch. Du wolltest doch immer bei Linie CL freie Hand. Jetzt hast du freie Hand. Clarissa will nicht arbeiten, also nutzt das für dich. Ich pack's nicht. Jetzt hast du dich auch noch krank gemeldet, oder was? Nur um dir hier eine 1A-Wellnessbehandlung zu geben? Clarissa von Anstetten, du bist echt ohne Worte. Wieso? Ich habe mich doch nur gewehrt. Die haben mich hinter meinem Rücken in den Ruhestand geschickt. Jetzt wollen sie mal sehen, was wir davon haben. Ach, na klar, das nennt man Notwehr, ne? Ich finde auch, da kann man schon mal eine tödliche Krankheit erfinden. Psst. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Weißt du was? Sowas zu benutzen, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, das ist echt armselig. Opa Arno, der war krank. Hast du das schon vergessen? Natürlich nicht. Der Ärmste. Aber das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Hier, pass mal auf. Nur noch mal für dich zum Mitschreiben, damit es keine Missverständnisse gibt, okay?
erwarte nicht von uns, dass wir für dich lügen, okay? Vergiss es. So, meine Mittagspause ist jetzt vorbei. Ich gehe wieder arbeiten. Meine fängt jetzt an. Wir können jetzt anfangen. Wir sind nicht wie die Lahnsteins, die sich gegenseitig belügen und betrügen. Wir Wolf sind ehrlich miteinander, ne? An wen erinnert dich das? Hör doch mal auf damit. Ich hab Dana nicht angelogen, wenn du das meinst. Ach so, du hast dir einfach nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. So ungefähr. Dann haben die finanziellen Fragen mit dem Gestüt zu tun. Ja, so kann man das nennen. Ach, Thomas, jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was hast du Dana verschwiegen? Also im Grunde genommen ist eigentlich nur der Grundriss so richtig ernst zu nehmen. Das hast du sehr, sehr schön gebastelt. Hey, das wird super aussehen, wenn es mal fertig ist. Wir schaffen das. Auch ohne deine Familie. Nur ohne meine Familie. Die Familie ist ihm ja ach so wichtig. Ludwig hat immer wieder betont, wie sehr sie ihm am Herzen liegt. Und dann? Ja, und dann? Da bietet mir dieser Mann einen Scheck über 50.000 €, damit ich seinen Sohn in die Spur bringe. Er wollte dich bestechen. Ja. Wie, und das hast du Dana nicht erzählt? Findest du nicht, dass sie und Hagen ein Recht haben, das zu erfahren? Ja. Einerseits schon. Ne? Andererseits? Dürfen wir nicht vergessen, dass Ludwig schwer krank ist und dass er bestimmt nicht mehr lange zu leben hat. Du willst nicht, dass das Zerwürfnis zwischen ihm und Hagen noch schlimmer wird? Nein. Ich weiß es nicht. Das heißt nicht, dass ich seine Methoden in Ordnung finde. Er meint es sicher nur gut, aber so versucht er eben, alles zu tun, um seine Familie irgendwie zusammenzuhalten. Und er versteht nicht, dass eine Familie nicht durch Zwang zusammengehalten wird, sondern durch Liebe und Verständnis. Was überlegst du? Ach, Vicky. Was soll ich denn jetzt machen? Entschuldigung. Aber wo willst du jetzt hin? Ich gehe jetzt zu Hagen. Keine blöden Sprüche, ja. Das habe ich mit ganz viel Liebe gebastelt. Hör mal, ich würde niemals einen blöden Spruch über deinen Vater machen. Ja? Aber wo ist denn die Kettensäge? Ohne die geht er doch sonst nicht aus dem Haus. Wo ist meine Kettensäge? Dana, hast du meine Kettensäge gesehen? Oh, wer hat die Steine hier in den Weg gelegt? Das entspricht nicht den Sicherheitsvorkehrungen. Hi, Papa. Hallo, Thomas. Ihr habt wohl zu viel Zeit, ihr zwei. War nur ein Spaß. Hagen, wir müssen reden. Unter 4 Augen. Du bist jetzt nicht wirklich sauer, oder? Bin schon weg. Dana und Hagen rotieren total wegen dem Gestütsbrand. Deswegen ist es auch okay, dass sie nicht so viel Zeit für mich haben. Das 3 Elternling ist mir sowieso ein bisschen auf die Nerven gegangen. Es war schon praktisch, dass Hagen mich immer zum Arzt gebracht hat. Nicht schon wieder. Hast du was gesagt? Also, Olli, du könntest ja wenigstens so tun, als hättest du Mitleid mit mir. Was wäre denn so schlimm daran, wenn du dich verlieben würdest? Liebe tut weh, Liebe ist ätzend. Ach, Jessie, nur weil Daniel dich sitzen gelassen hat, heißt das doch nicht, dass das jedes Mal so laufen muss. Aber es kann. Du kannst dir doch sowieso nicht aussuchen, ob du dich verliebst oder in wen. Sagt wer? Der gesunde Menschenverstand und meine unglaubliche Lebenserfahrung. Ja, dann ist das vielleicht normalerweise so, aber ich bin eine Ausnahme. Echt jetzt? Ich habe mich früher nie verliebt. Daniel war der Erste und ist der Letzte. Weißt du, was ich nicht ganz verstehe? Du baggerst wochenlang an Ricardo rum. Ja, weil ich keinen Bock habe, als alleinerziehende Mutter zu enden. Ja, aber findest du das nicht ein bisschen gemein? Er soll sich verlieben, du willst nicht. Wo ist denn das Problem? Ich bin doch die beste Frau, die Ricky sich wünschen kann. Ich werde mich nie in einen anderen verlieben. Weil du dich gar nicht mehr verliebst. Nie wieder. Genau. Und was ist, wenn du dich schon längst wieder verliebt hast? Habe ich nicht.
Gut. Dann machen wir jetzt die Probe aufs Exempel. Komm schon. Gut. Träumen Sie manchmal nachts von ihm? Warum hast du jetzt Nein angekreuzt? Du hast von ihm geträumt. Aber nicht nachts. Das hier finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Das ist so ein Baumwoll-Viskose-Mischgewebe. Das könnte ich mir gut so locker fallenden Blusen oder Tops vorstellen. Ja, ich vertraue der Stoffauswahl deinem fachlichen Urteilsvermögen, Rebecca. Du hast gesagt, dass ich alle Stoffbestellungen vorher persönlich mit dir durchsprechen muss. Das hast du ja jetzt getan. Sonst noch was? Frau von Lahnstein, ich bräuchte eine Unterschrift von Ihnen, weil die Bestellung muss heute noch raus. Ja, das kann mal schön deine Omi machen. Ja, die hat sich für den Rest des Tages krank gemeldet. Aber einen Stift wird sie schon noch halten können, oder? Ach, da fällt mir ein, Frau von Anstetten hat mir versprochen, heute die Idee einer Grußkollektion zu besprechen. Übernimmst du das jetzt? Entschuldigung, also ich brauche diese Unterschrift wirklich dringend. Und Clarissa hat mir extra gesagt, dass ich zu Ihnen gehen soll. Die Damen Frau Zuckmann sind da. Soll ich sie reinholen? Soll ich sie reinholen oder nicht? Ja, natürlich. Und was euch beide angeht, nein und nein. Das ist schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, Sie bei LCL begrüßen zu dürfen. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Hier eine kleine Aufmerksamkeit. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Mit den besten Genesungswünschen für Clarissa von Anstetten. Das ist wirklich eine Tragödie. Ja, das ist es. Wir leiden alle sehr mit ihr. Ich sag dir jetzt was, Hagen. Aber versprich mir, dass du ruhig bleibst. Das habe ich dir jetzt schon 3-mal versprochen. Jetzt mach nicht so spannend. Ich kann schon mit der Wahrheit umgehen. Also, Ludwig wollte mit mir reden. Also, dein Vater. Ja. Dann hat er dich wahrscheinlich gebeten, noch mal mit mir zu sprechen, damit ich den Unsinn sein lasse und wieder ein braver Sohn bin. Ja, so ähnlich. Leider noch viel schlimmer. Er hat mir Geld geboten. €50.000. Dafür, dass ich mich selbstständig mache. Ohne dich. Bleib ruhig. Danke, dass du es mir gesagt hast. Jetzt bin ich mir noch sicherer, dass du der richtige Partner für das Gestüt bist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wieso? Ich bin über das Ganze ins Nachdenken gekommen. Und deine Familie, also, nimm mir das nicht übel, Hagen, aber deine Familie ist die reinste Schlangengrube, wenn es ums Geschäftliche geht. Ich kann das nicht! Meinst du, ich finde das gut? Deshalb will ich doch mit dem Gestüt raus aus dem Unternehmen. Ja, wenn sie dich überhaupt noch rauslassen. Jetzt haben sie es mit Bestechung versucht. Was kommt denn als nächstes? Du willst den Schwanz einkneifen? Ich den Schwanz einkneifen? Hagen, so gut solltest du mich eigentlich kennen. Aber mit euren Lügereien und Betrügereien, da will ich nichts zu tun haben. Und noch was. Das Geld, mit dem ich hier einsteige, das habe ich mir mit Vicky vom Mund abgespart. Ich kann nicht riskieren, das auch nur irgendwie in den Sand zu setzen, wegen eurer Familienstreitigkeiten. Trotzdem ist schade. Sehr schade. Ja, das ist es. Es tut mir auch leid. Aber es geht nicht. Herzlichen Glückwunsch. Thomas wird nicht mehr mein Partner. Weil er von deinen Methoden so angewidert ist, dass er mit keinem Lahnstein mehr Geschäfte machen will. Was für Methoden? Frag ihn. Ich habe gehofft, dass Thomas ein vertrauliches Gespräch auch vertraulich behandelt. Du willst ihm jetzt noch moralische Vorwürfe machen? Das ist nicht dein Ernst. Entschuldigt bitte, kann mich mal einer von euch beiden aufklären? Vater hat versucht, Thomas zu bestechen, um seinen Willen durchzudrücken. Du hast was?
Halt dich in Zukunft aus meinen Angelegenheiten raus. Oder wir beide bekommen richtig Stress, okay? Naja, so lange wird es ja nicht mehr dauern. Ludwig, bitte. Für wen mache ich denn das alles? Für dich und deine Geschwister. Für die Zukunft unserer Familie. Und was machst du? Du zerstörst ein ganzes Lebenswerk. Und die paar Monaten, die mir noch bleiben. Das ist emotionale Erpressung. Und ich lasse mich nicht erpressen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir ebenso. Und wegen des schriftlichen Angebots? Hören Sie von mir. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Kommen Sie, ich begleite. Und wie ist es gelaufen? Sudmann will Clarisse No.1 exklusiv vertreiben als einzige Boutique neben unseren eigenen Filialen. Wow. Ja, dafür garantieren sie uns eine extrem hohe Abnahmemenge bei einer außerordentlichen Gewinnmarge. Das ist großartig. Wo ist der Haken? Na, sie wollen, dass wir uns bis heute Abend entscheiden. Wir müssen ihnen ein verbindliches Angebot auf den Tisch legen. Ist das schon durchkalkuliert? Nein, Clarisse hat sich leider nicht drum gekümmert. Das wird jetzt zeitlich aber ganz schön eng. Entschuldigung nochmal wegen der Unterschrift. Warst du damit nicht bei deiner Oma? Doch. Und sie hat sich strikt geweigert und mich wieder zu Ihnen geschickt. Jetzt reicht's. Okay, du hast deinen Spaß gehabt. Aber du wirst dich verdammt noch mal jetzt selbst um das Angebot für Sudmann kümmern. Hast du mich verstanden? Clarissa, das Angebot, das muss bis Geschäftsschluss rausgegangen sein. Ansonsten ist der Deal geplatzt. Ja, dann beeil dich mal besser. Okay, wie du willst. Schließlich ist es deine Kollektion, Clarisse No.1. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Ich fühle mich gerade so schwach. Außerdem bin ich als Frühpensionärin auf Altersteilzeit. Du denkst, ich bluffe, hm? Ich werde nicht deinen verdammten Kram machen. Ich lass den Deal platzen. Du willst dir diese einmalige Chance entgehen lassen? Wegen persönlicher Animositäten? Das kann ich mir kaum vorstellen. Also gut, du hast gewonnen. Ich schreibe das Angebot. Aber du musst ganz lieb bitte, bitte sagen. Und? Unentschieden. Wie unentschieden? Von 100 möglichen Punkten habe ich 50 für verliebt und 50 dagegen. Weil du bestimmt wieder bei der Hälfte der Fragen gemogelt hast. Hab ich nicht. Und jetzt? Ich denke, bei so einem Ergebnis kann man sich aussuchen, ob man verliebt ist oder nicht. Dann bist du es natürlich nicht. Genau. Aber Ricardo. Zumindest bald. Und? Hast du Jessica schon abgesagt? Inwiefern abgesagt? Naja, sie wollte doch, dass du sie noch mal massierst. Und ich wette mit ihr, beim nächsten Mal ist nicht nur ihr Nacken verspannt. Das befürchte ich auch. Dann solltest du doch schleunigst einen Plan entwickeln, wie du in Zukunft Jessicas Nachstellung entgehst. Der Gedanke, dass sie sich wirklich in mich verliebt hat, macht mir irgendwie Angst. Keine Angst, ich weiß, dass er sich in mich verliebt. Ich meine, Hä? Ja gut, den Bauch muss man sich vielleicht wegdenken. Aber Ricky weiß, dass ich den nicht mehr lange habe. Also ehrlich gesagt wirkt Ricky bis jetzt nicht sonderlich verliebt auf mich und du hast dich schon ganz schön ins Zeug gelegt. Da muss ich mich halt noch mehr ins Zeug legen. Dir ist schon klar, dass es auch nach hinten losgehen kann. Was meinst du mit jetzt nach hinten losgehen? Naja, wenn ihr noch mehr Zeit miteinander verbringt, tolle Sachen erlebt, schöne Gespräche führt. Dann wird er sich irgendwann in mich verlieben. Oder du dich in ihn. Geträumt hast du doch schon von ihm. Was meinst du mit nach hinten losgehen? Jessie, 50 Punkte hast du schon. Wenn noch einer dazukommt, dann kippt deine Waage Richtung Verliebtsein. Ich werde mich nicht verlieben, weder in Ricardo noch in irgendwen. Jetzt muss ich los. Hab noch einen Termin im Krankenhaus. Vielleicht laufe ich ja Ricky über den Weg. Was mache ich denn jetzt? Weglaufen. Ach, sehr witzig. Ja, wahrscheinlich sollte ich einfach auf deinen Rat hören und ihr sagen, dass ich sie sehr gern mag, mich aber nicht in sie verliebt habe. Sie ist erwachsen. Sie wird das schon irgendwie verkraften.
Ich zerstöre sein Lebenswerk. Er benutzt seine Krankheit, um mich damit zu manipulieren. Ich find's viel schlimmer, dass er versucht hat, meinen Vater zu bestechen. Ja, letztendlich hat er damit ja genau das erreicht, was er wollte. Thomas will nicht mehr unser Teilhaber werden. Es hätte alles so gut gepasst. Es ist so schwer, einen Teilhaber zu finden, dem es nicht nur ums Geld geht, sondern der auch mit Leidenschaft dabei ist. Und der auch noch mit anpackt. Naja, irgendwie kann ich meinen Vater verstehen. Er hasst diese Unehrlichkeit und dieses heimliche Getue. Ich verstehe ihn doch auch. Das Schlimme ist, dass er wahrscheinlich recht hat. Meine Familie wird mich niemals freiwillig aus ihren Klauen lassen. Rein aus Prinzip. Auch wenn ihnen eigentlich allen egal ist, was ich tue. Ja, wäre auch so schön gewesen. Unser eigenes kleines Familienunternehmen. Mit einem fremden Investor wird das niemals das Gleiche. Hoffentlich kommen wir nicht vom Regen in die Traufe. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Ricky. Jessie. Ich bin nicht in dich verliebt. Dass das klar ist. Ja? Graf Lahnstein, Herr Wolf wünscht Sie zu sprechen. Ah, gut. Bitten Sie ihn herein. Bitte sehr. Thomas, ich hätte auch noch das Gespräch mit dir gesucht. Tut mir leid, wie das heute Mittag gelaufen ist. Ja, mir auch. Ja, ich habe mich da wohl etwas vergaloppiert. Bin übers Ziel hinausgeschossen. Das sind Sie. Wir waren schon beim Du. Waren wir, ja. Da bin ich aber auch von einer anderen Basis ausgegangen. Verstehe. Hören Sie zu. Es ist ja nicht so, dass ich Ihre Beweggründe nicht verstehen kann. Mir ist auch klar, dass Sie die Zeit, die Ihnen bleibt, nutzen wollen. Und dass es Ihnen nur um Ihre Familie geht. Das ist richtig. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass Sie sich da völlig vergaloppieren. Sie nutzen Ihre Krankheit als Druckmittel. Und Sie machen einen ganz entscheidenden Fehler. Sie vermischen hier Familie und Geschäft. So treiben Sie Ihre Kinder nur von sich weg. Wenn Sie Hagen nicht verlieren wollen, dann lassen Sie ihn laufen und vertrauen ihm. Ich glaube nicht, dass Sie einschätzen können, was es bedeutet, eine jahrhundertealte Dynastie zu führen. Was nutzt Ihnen denn Ihre jahrhundertealte Dynastie, wenn Sie am Ende allein dastehen? Wenn Sie alle vertrieben haben? War's das? Ja, das war's. Ich denke, Sie haben zu tun. Oh ja, das habe ich. Danke für Ihren Besuch. Ach, noch was. Ich habe mich übrigens endgültig entschieden. Ich werde Hagens Teilhaber. Wiedersehen. Ich könnte dir den Hals umdrehen. Was ist passiert?
bitte, bitte diese Unterschrift. Ansonsten werfe ich die Mappe aus dem Fenster. Komm, gib schon her. Du sollst nicht unter Tanjas Sturheit leiden. Tanjas Sturheit. Wie ist es vorhin eigentlich ausgegangen? Tanja war doch bei dir, oder? Na, wie soll schon ausgegangen sein? Ich habe ihr gezeigt, wo ihr Platz ist. Bitte, bitte? Du überlegst aber nicht ernsthaft, den Submann-Deal deshalb platzen zu lassen, oder? Clarissa blufft. Ihr ist der Deal viel wichtiger als mir. Das heißt, du willst es also wirklich drauf ankommen lassen? Darauf kannst du Gift nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr zwei endgültig auf Vorschulniveau angekommen. Was soll das denn heißen? Na, hör mal. Sag bitte, bitte. Wie kindisch ist das denn? Das ist die hohe Schule der Psychologie. Tanja muss sich unterwerfen und damit anerkennen, dass ich ihr überlegen bin. Und was ist, wenn sie sich nicht unterwirft? Dann lass ich es eben drauf ankommen. Oh, den lass mal stehen. Auch wenn die Kettensäge fehlt, der Mann gehört ins Gestüt. Heißt das, dass ich nicht den Schwanz einkneife? Aber, also, noch ist nicht alles ganz klar, aber ich habe morgen ein Gespräch mit der Bank und ich denke, dass Vicky und ich das hinkriegen. Das klingt gut. Aber wegen deiner Bedenken vorhin, die waren schon berechtigt. Ziemlich wahrscheinlich, dass meine Familie uns weiterhin Steine in den Weg legt. Das soll sie mal versuchen. Dann werden wir zwei denen eine blutige Nase verpassen. Alles klar, Partner? Partner. Die Deadline von Sudmann ist vor 10 Minuten abgelaufen. Und? Was ist mit dem schriftlichen Angebot? Clarissa hat's rausgeschickt. Sicher. Mhm. Ich bin todsicher. So ein Geschäft lässt sie sich nicht durch die Lappen gehen. Und? Sudmann hat sich gemeldet. Was sagen Sie zum Angebot? Kim? Sie haben kein Angebot bekommen, der Deal ist geplatzt. Ich mach da mal Feierabend. Hey, Olli, hast du mir eine Limo? Na, hast du Ricardo im Krankenhaus getroffen? Oh ja, Dann warst du erfolgreich? allerdings. Und hast du Fortschritte gemacht? Was sind für Fortschritte? Mit ihm? Nein, Okay, warum grinst du dann so grenzdebil? also pass auf. Es war genau wie in meinem Traum. Er stand am Getränkeautomaten, ich bin diesen Gang entlang gekommen und dann... Hast du ihm gesagt, dass du in ihn verliebt bist? Nein! Ich dachte, das war genau wie in deinem Traum. Ja, aber ich habe das Ende korrigiert. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht in ihn verliebt bin. Einfach so. Einfach so. Und was hat er dazu gesagt? Nix, ich bin ja dann gegangen. Okay, nur, dass ich das richtig verstehe. Also du bist da einfach reingegangen, hast ihm gesagt, dass du nicht in ihn verliebt bist und bist wieder abgerauscht. Genau. Meinst du nicht, dass er das vielleicht ein bisschen komisch findet? Und? Es ist doch egal, was er denkt. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Olli, du stehst doch sonst nicht so auf der Leitung. Ich habe das Thema Ricardo abgehakt. Ein für alle Mal. Aber vorhin wolltest du doch unbedingt, dass er sich in dich verliebt. Ja, aber jetzt habe ich es mir anders überlegt. Einfach so. Einfach so. Oh mein Gott, du hast echt richtig Angst, dass du dich doch verlieben könntest. Nein! Mein Gott, Ricky und ich, wir passen einfach nicht zusammen. Und das habe ich jetzt endlich kapiert. Limo? Limo. Das ist nicht witzig? Echt? Hauch dir einfach auf und... Ja, aber nicht mit mir. Wo ist das Telefon? Dr. Becker mit OP, bitte. Dr. Becker mit OP, bitte. Warte. Mailbox. Jesse, hier ist Ricardo. Ricky. Ja? Also wenn du das hörst, dann ruf mich bitte zurück. Ich
wüsste zu gerne, was das vorhin sollte, dieser komische Auftritt. Und ja, ruf mich zurück. Tschüss. Krankenakte von Frau Flamstein. Danke und danke auch für den Film. Brille. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gräfin, ein Anruf für Sie. Dr. Mendez. Danke, Justus. Von Lahnstein? Gräfin Lahnstein, gut, dass ich Sie erreiche. Ich hatte auch schon versucht, Ihren Mann zu erreichen. Ja, mein Mann hat sich etwas hingelegt. Vielleicht kann ich ihm weiterhelfen. Ja, die neuen Laborergebnisse sind da und ich muss Ihnen mitteilen, dass sich die Leberwerte Ihres Mannes leider drastisch verschlechtert haben. Wie schlimm ist es? Dazu kann ich Ihnen im Moment leider nichts sagen. Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten und als erstes brauche ich dringend Blutuntersuchungen. Wann passt es Ihnen denn? Ja, jederzeit. Dann komme ich bei Ihnen vorbei, sobald ich hier im Krankenhaus fertig bin. Ja, dann bis später. Warte mal. Muss man nicht erst da oben? Nein, du musst nur den Hahn reinschlagen. Vorsicht, geh mal weg. Ortshopp, dies, ich muss schon einmal. Komm mal, einmal los. Hallo. Was macht ihr denn da? Na, wonach sieht's denn aus? Warum sollten wir denn unbedingt vorbeikommen? Vicky, ein Fass Bier, 4 Gläser. Was könnte das wohl sein? Gibt's was zu feiern? Aber Dana hat mir doch vorhin erst erzählt, dass du jetzt doch nicht Teilhaber werden willst. Du hast es dir anders überlegt. Hey. Wie cool ist das denn, Papa? So, Vorsicht, das Bier. Ja. Ja. Okay, hab's. Danke. Sag mal, wie hast du ihn denn rumgekriegt, Hagen? Ja, wie ist das passiert? Ich meine, du wolltest doch gar nicht. Erstmal anstoßen. Okay. Auf das Gestüt. Tja, ich habe einfach noch mal nachgedacht. Und warum sollen nur die Lahnsteins ein erfolgreiches Familienunternehmen haben? Das können wir doch auch, oder? Und außerdem haben wir schon eins. Und vielleicht sogar ein sehr viel erfolgreicheres. Das hast du übrigens sehr schön gebaut. Dana. Das hast du gemacht? Ja. Ja. Weißt du, Vicky, Hagen und Dana kriegen das niemals alleine hin. Können sie nicht hängen lassen. Und deswegen müssen wir zusammenhalten. Wir als Wolfsrudel. Na, das müssen wir mal ein bisschen üben. Eine Überraschung. Allerdings. Wie komme ich denn zu der Ehre? Du weißt doch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Da bin ich aber mal gespannt. Was könnte es nur sein? Hast du dich jetzt doch dazu durchgerungen, bitte zu sagen? Naja, wenn ich es verraten würde, dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Nur so viel. Du wirst überwältigt sein. Oh, Blumen. Für mich? Es ist auch noch eine Karte dabei. Bei so einem schönen Strauß will ich mal nicht so sein. Da akzeptiere ich auch ein schriftliches. Bitte. Eine kleine Unachtsamkeit, wie schnell sowas gehen kann. Du hast sie ja nicht mehr alle. Ja, vielleicht. Diesmal waren es nur die Blumen, Clarissa, aber noch eine Provokation. Das nächste Mal liegst du dort unten. To